Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute zeigen wir euch einige Produkte der Waffenschmiede Borkord und Eichhorn. Die Messer- und Schneidwarenindustrie ist aus Solingen genauso wenig wegzudenken wie der Karneval aus Köln. Und einer der großen Player in Solingen ist die Waffenschmiede Borkord und Eichhorn, die inhabergeführt ist. Die haben einen ganzen Haufen an Messern und Bajonetten und alles, was Militär und aber auch das Jägerherz erfreut, im Angebot. Und 3 dieser Produkte wollen wir euch heute vorstellen. Der Jäger nimmt ja heutzutage nicht mehr einfach nur noch einen Dackel, ein Schießgewehr und ein paar Patronen mit auf die Jagd, sondern ist ja wirklich mit einem Haufen Zeug unterwegs. Sei es jetzt Wärmebildtechnik, sei es jetzt eine Säge, eine ordentliche, die ist auch aus dem militärischen Bereich, wenn man alleine unterwegs ist, nicht wegzudenken. Oder zum Beispiel eine Hacke oder ein Haumesser. Aber auf das kann man im Grunde alles verzichten. Das, was man immer dabei haben muss, das ist ein ordentliches Messer, auf das man sich verlassen kann. Wenn man auf einer einsamen Insel strandet, das, was einem weiterhilft, das ist eine ordentliche Schneidware. Anfangen wollen wir mit dem Buddy 1 in der Handversion. Das Buddy 1 gibt es ja jedoch nicht nur in dieser Version für Jäger mit orangem Griff und grauer Klinge, sondern in komplett schwarz, also schwarzes Griffmaterial, schwarze Klinge und schwarzes Griffmaterial und silberne Klinge. Da kann man sich aussuchen, was man möchte. Für Jäger ist natürlich der orange Griff besonders gut, dass wenn ich es mal im Unterholz verliere, habe ich sofort wiedergefunden. Das sticht richtig ins Auge. Beim Klingenmaterial handelt es sich um Softhell. Das ist ein sehr, sehr rutschhemmendes Gummimaterial, das über die durchgehende Klinge und Erl drüber gegossen wird. Also das ist sehr, sehr griffig und auch im nassen Zustand sehr schön zu handhaben. Die Klingenform ist eine Recurve-Klinge mit einer Drop-Point-Spitze. Recurve bedeutet, dass hier am Klingenbauch das Material leicht zurückgeschliffen ist. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Oberfläche am Material, das ich bearbeite, und ich kann auch nicht so schnell abrutschen, wenn ich damit arbeite. Gerade im Jagdbetrieb, wenn ich aufbreche, nehme ich die Klinge doch mal relativ weit vorne und habe dann hinten durch das Griffmaterial immer noch schön Griff, aber kann hier die Drop-Point-Klinge durch diese schöne, bauchige, geschwungene Form zum Arbeiten und habe immer noch genug Klingenmaterial dann am Wildbrett, zum Beispiel, wenn ich jetzt mal aus der Decke schlage. Das Messer ist sehr, sehr scharf und schnitthaltig. Ich habe das jetzt schon seit einem Jahr in Gebrauch, habe damit ungefähr 40 Stück Schalenwild aufgebrochen und auch 1-2 Stücke abfangen müssen. Das heißt, das war schon im ordentlichen Einsatz, ist auch schon mit Knochen in Berührung gekommen und ist aber dennoch nach wie vor sehr, sehr scharf. Also man kann damit sich immer noch leicht die Härchen abrasieren. Das funktioniert ganz toll. Man sieht nur 2 kleine Stellen, wo der Grat etwas umgebogen ist, aber das ist total simpel. Es handelt sich nämlich hier um 440A Stahl, also von den 440er Messerstellen rostfrei, die so verwendet werden, um den einfachsten, aber den kann ich im Zweifelsfall einfach mit einem Kieselsteinchen wieder aufrichten, den Grat, und dann habe ich ein scharfes Messer, mit dem ich weiterhin arbeiten kann. Dazu ein kleiner Ausflug. Oh, hallo! Mein Name ist Professor Dr. Schweinschleifer und ich begrüße Sie hier an meiner Schaffens- und Wirkungsstätte. Ich wurde engagiert, um Ihnen eine Kleinigkeit über den hier verwendeten Messerstahl 440A oder, wie wir schlauen Leute sagen, 1.4109 zu erzählen. Unter den 440er Messerstellen 440A, B und C ist der 440A der Stahl mit dem geringsten Kohlenstoffanteil von nur 0,7%. Im Gegensatz zum 440B mit 0,9% oder zum 440C mit 1,1% ist dieser 440A nicht so gut härtbar wie die anderen beiden Varianten. Er ist auch nicht so schnitthaltig wie der 440B und der 440C, aber da es sich natürlich hier um ein Werkzeug handelt für den Außeneinsatz, ist dieser Stahl verwendet worden, da er wesentlich leichter nachzuschärfen ist.
Hier könnte ich zum Beispiel die Klinge, wenn der Grat etwas abgeflacht ist, an einem kleinen Flusskieselchen einfach abziehen und den Grat wieder aufstellen, während ich bei einem 440B oder C wahrscheinlich schon zu einer Diamantplatte greifen muss. Mit 16% Chromanteil ist der 440A jedoch sehr edel und auch rostfrei. Und jetzt geht's weiter mit dem Film. Danke für die Expertise, jetzt weiter zum Produkt. Am Griffende des Buddy 1 Hand befindet sich ein Glasbrecher mit einer Öse, an der ich einen Fangriemen befestigen kann, sodass ich das Messer auch einfach am Handgelenk baumeln lassen kann, wenn ich zum Beispiel gerade die Decke vom Stück Rehwild abziehe, ohne dass ich mich verletzen kann. Das Gesamtgewicht des Messers beträgt 290 Gramm, die Gesamtlänge des Messers beträgt 303 mm und die Klinge ist 172 mm lang. Die Klingenhöhe beträgt 30 mm und die Dicke beträgt 4,5 mm, sodass ich wirklich auch harte Arbeiten mit dem Messer durchführen kann, wie zum Beispiel Betoning, wenn es mal sein muss, oder halt einfach auch mal einen Ast durchschlagen kann, da das Gewicht wirklich ausreichend ist, um auch ein bisschen Schwerkraft mitzubringen. Die mitgelieferte Scheide des Buddy 1 ist aus Kydex und verfügt auf der Rückseite über einen Teclock-Verschluss, den ich in allen möglichen Richtungen, also sowohl um 90 Grad gedreht als auch diagonal anwenden kann, so dass ich hier in meinen Montagemöglichkeiten am Gürtel oder auch am Rucksack, an der Ausrüstung, wo auch immer ich es befestigen möchte, ziemlich frei bin. Die Kydex-Scheide ist innen mit einem samtigen Material ausgekleidet, sodass ich das Messer auch leise ziehen und wieder zurückstecken kann, wo man die Ursprünge der Firma Borkord und Icon auch erkennt, die halt hauptsächlich Kampfmesser herstellen. Im Jagdbetrieb hat sich das in unserer Meinung nach als ein bisschen nachteilig erwiesen, da ja an der Klinge öfters mal nach dem Aufbrechen Schweiß, also für die Nichtjäger unter uns, sich Blut befindet und das Blut dann oder die Blutreste, selbst wenn man es abwischt, sich dann gerne an diesem samtigen Material fangen. Und das Blut ist sehr, sehr korrosiv. Das heißt, kein Stahl ist 100% rostfrei und da kann sich dann schon mal ein kleines Flugrostpickelchen bilden an der Klinge, das ich allerdings dann mit einem leicht öligen Lappen oder mit einem Holzstäbchen einfach wieder entfernen kann. Auf jeden Fall sollte das erwähnt werden. Ein weiteres Messer aus der Buddy-Serie, allerdings hier ein Buddy 2, ist das Buddy 2 Tanto. Hierbei handelt es sich um ein sehr, sehr modern anmutendes Kampfmesser mit einer Tanto-Klinge, das auch schon bei mehreren Polizeieinheiten fest im Einsatz ist. Auch hier ist der Griff mit dem Softail-Material überschmolzen, allerdings hier in schwarz, und die Klinge ist beschichtet und auch vollkommen reflexions- und spiegelarm. Auch hier befindet sich am durchgehenden Erl ein Glasbrecher und auch eine Öse, zum Beispiel für einen Fangriemen. Einer der Knackpunkte bei dem Messer, das wirklich wahnsinnig cool anmutet und eigentlich wie ein geschärftes Stemmeisen aussieht, wofür es auch da ist, ist die Dolchklinge. Das ist im militärischen oder im polizeilichen Einsatz natürlich kein großes Thema, wenn ich da eine Trageerlaubnis habe, aber um es zivil zu führen, ist das schwierig. Also das Messer ist in dieser Form nicht § 42a konform. Das heißt, da kann ich mich als Zivilist tatsächlich in Probleme bringen mit dem deutschen Waffengesetz. Eine Möglichkeit wäre natürlich, mit einigen wenigen sauberen Pfeilstrichen einfach den angeschliffenen Bereich, der etwa 30 mm lang ist, auf dem Klingenrücken zu entfernen. Dann habe ich keine Dolchklinge mehr und dann ist das Messer auch safe. Man muss sich natürlich überlegen, ob man das so einem Messer antun möchte. Aber man hat halt hier ein echt cooles Werkzeug, das einfach wahnsinnig futuristisch aussieht. Auch hier ist die Klingenbreite 4,6 mm auf dem Klingenrücken und durch die gerade Klinge kann ich das wie ein Haumesser einsetzen beim Batonieren. Ich kann es einfach gerade aufsetzen, hau oben drauf oder drehe die Klinge um und schlage dann auf das Hölzchen. Also hier habe ich beim Arbeiten überhaupt keine Probleme. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht und wie man sieht, die Beschichtung ist nicht abgerieben, also die ist wirklich sehr, sehr robust. Das Gewicht des Buddy 2 Tanto ist 246 Gramm, die Messerlänge ist 230 mm, die Klingenlänge 172 mm, die Klingenhöhe 29 mm und wie schon erwähnt, die Klingendicke hier auf dem nicht geschärften Rücken 4,6 mm.
Auch hier ist die Kydex-Scheide in komplett schwarz gehalten und mit einem Tech-Lock-Verschluss auf der Rückseite angebracht, den ich allerdings natürlich auch an der Seite wechseln kann und auch in Ausrichtung, also hochkant, quer oder diagonal anbringen kann. In diesem Fall war es jetzt so montiert, dass ich es schräg am Gürtel habe. Das funktioniert auch tatsächlich ganz gut, da die Kontur relativ flach ist und es so relativ wenig printet. Auch hier ist die Scheide innen mit diesem selbstklebenden samtigen Material ausgestattet. Die Klinge rastet sehr, sehr leise, aber sehr, sehr fest ein und löst sich auch selbstständig nicht. Also das hält wirklich bombenfest. Und wie gesagt, hier sehen wir den Sinn in der samtierten Scheide innen, weil ich einfach das Messer extrem leise ziehen kann und auch extrem leise wieder wegstecken kann, wenn es der Einsatz erfordert. Unten in der Kydex-Scheide befindet sich noch eine Ablauföffnung. Das heißt, sollte jetzt im maritimen Einsatz oder je nachdem, wie ich das Messer trage, vielleicht tragen es auch manche am Chest-Rig mit Griff aufwärts, kann sich da mal Regenwasser drin sammeln. Das kann auf jeden Fall nach unten ablaufen. Insgesamt ein sehr, sehr cooles Messer, gefällt uns wahnsinnig gut und macht auch einfach einen super bulligen Eindruck. Das Sahnestück, für das die Waffenschmiede Borkut und Eichhorn wahrscheinlich am meisten bekannt sein dürfte bei uns, das ist das offizielle Kampfmesser der Bundeswehr, das KM2K, auch genannt Kampfmesser 2000. Hier handelt es sich um ein echtes Full-Size-Kampfmesser in einer wunderbaren glasfaserverstärkten Kunststoffscheide, die mit einer sehr, sehr starken Feder innen ausgestattet ist. Das heißt, nach dem Öffnen hier des Sicherheitsdruckknopfs kann ich das Messer sehr rasch ziehen und kann es auch ebenso rasch wieder zurückstecken, und die Feder hilft dabei, das Messer sicher in der Scheide zu halten, egal wie stark ich schüttel. Außen auf der Kunststoffscheide befindet sich hier unter dem Klettverschluss eine Nachschärfplatte mit Saphiren. Das heißt, ich habe hier wirklich alles dabei im harten Einsatz, sollte ich mit dem Messer mal richtig arbeiten müssen, und das kann ich echt aufgrund der Länge auch als Machete oder Haumesser verwenden. Und sollte der Grat sich mal umbiegen, dann kann ich den hier auf der Saphirplatte ohne weiteres wieder mit ein bisschen Spucke oder ein bisschen Waffenöl in leichten Kreisbewegungen abziehen und den Grat wieder aufstellen. Die Rückseite der Messerscheide ist auch mit einem Druckknopf ausgestattet und hier ebenfalls mit einem Band verriegelt. Das heißt, ich kann einfach das Band öffnen und kann dann die Kunststoffscheide entnehmen. Somit lässt sich das Messer ganz einfach an einem Chest-Rig montieren, zum Beispiel wenn ich es hinter die Magazintaschen stecke und dann fixieren, dann ist es super aufgeräumt. Oder ich habe natürlich hinten an der Stoffaufnahme habe ich sowohl PALS-Aufnahmen, die ich in mein Chest-Rig oder in meine Weste einflechten kann, oder auch die Möglichkeit, an der IDZ-Weste zu befestigen. Das ist jetzt kein so Riesenthema mehr, aber als das Kampfmesser damals rausgekommen ist, war Infanterist der Zukunft gerade so voll en vogue, und dafür war das einfach gemacht und war dort in den Ausschreibungen mit drin. Der Griff des KM2000 ist ergonomisch geformt und besteht aus einem Material namens PAG GK30. Das ist ein Polyamid mit 30% Glaskugelanteil. Das heißt, der Griff ist sehr, sehr robust, verwindungssteif, stabil und aber verhältnismäßig leicht durch die eingebrachten Glaskugeln. Der Griff beherbergt den durchgehenden Klingenerl, an dem sich dann hinten auch ein Glasbrecher befindet. Im Notfall kann ich das auch als Nothammer verwenden und kann da mal ordentlich damit arbeiten, wenn es unbedingt notwendig sein kann. Oder natürlich seiner Natur entsprechend Autoscheibe öffnen, je nachdem, was gerade der Einsatz erfordert. Die Klinge des KM2000 ist genauso wie beim Buddy 1 oder auch beim Buddy 2, das wir euch gerade vorgestellt haben, aus 440A Stahl und in dem Fall durchgehend entspiegelt beschichtet. Neben der in diesem Falle sehr, sehr spitz ausgeführten Tanto-Klinge befindet sich die hintere Hälfte mit einem Wellenschliff. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn ich zum Beispiel mal ein Seil durchschneiden muss oder ein Brot schneiden muss, da einfach der Wellenschliff für eine wesentlich größere Klingenfläche in der Abwicklung sorgt. Beim Militär notwendig ist eine relativ unschöne Geschichte, also das Messer ist vollkommen dekontaminierbar.
Das heißt, ich kann es einfach in den Dekonbad schmeißen und dann ist es wieder fertig für den Einsatz, frei von chemischen, biologischen oder auch atomaren Rückständen, wenn es unbedingt sein muss. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, aber Vorsicht, ist ja die Mutter der Porzellankiste. Das Gewicht des KM2000 beträgt 500 Gramm. Die Gesamtlänge mit Scheide ist 325 mm und die Gesamtlänge des Messers 303 mm. Die freie Klingenlänge beträgt 172 mm, die Klingenhöhe 30 mm und die Breite 4,85 mm. Damit kann ich also richtig ordentlich arbeiten und muss mich da nicht scheuen, das auch mal zu nutzen, um irgendwas aufzustemmen oder auch mal wirklich zum Hacken. Auch in der Scheide befindet sich unten eine Ablauföffnung, das heißt bei maritimen Operationen oder wenn sonst irgendwie Wasser hineinkommen sollte, obwohl es sehr, sehr dicht oben abschließt, kann sich ansammelndes Wasser nach unten hin ablaufen. Des Weiteren wird auch ein Riemen mitgeliefert, der durch die Ablauföffnung gefädelt werden kann, sodass ich es eng am Bein fixieren könnte. Zum Beispiel bei Fallschirmspringen, tolle Sache, dass das nicht wegschlackert oder wenn ich mal durch ein Fenster einsteigen muss, damit es sich nirgendwo abfängt. Das KM2000 wird nicht nur, so wie hier, mit der Tanto-Version in Teilwellenschliff ausgeliefert, sondern gibt es auch als Dolchversion, als glatte Klinge und auch in unterschiedlichsten Farben. Hierbei handelt es sich um ein Waffensystem, das eigentlich jeder Infanterist bei sich führen sollte. Leider wird es nicht mehr flächendeckend ausgegeben in der Truppe. Ich hatte das große Vergnügen, ich habe noch eines bekommen. Das ist aber natürlich auch schon jahrelang wieder her und durch Sparmaßnahmen sind natürlich diese tollen Gimmicks den Infanteristen heute ein bisschen verwehrt geblieben. Das war es jetzt hier von den 3 Produkten der Waffenschmiede Borchardt und Eichhorn, die wir euch vorstellen wollten. Es gibt da noch viele mehr, schaut da gerne mal auf der Website vorbei. Denkt dran, schaut auch in unseren Blog, falls wir ein paar Details übersehen haben. Es war ja ziemlich viele Tech-Specs hier unterwegs, könnt ihr dort nachlesen. Es gibt noch weitere Informationen dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, wir freuen uns wie immer drüber. Like, Abo und Glocken drücken. Schreibt uns auch gerne was in die Kommentare. Wir sind raus und sehen uns beim nächsten Mal.